Wird Test Drive eine Katastrophe oder nicht? Das ist jetzt so eine große Frage, denn alle hatten die Möglichkeit mittlerweile mal reinzuschauen, beziehungsweise sich ordentlich viel Gameplay anzugucken, da die Demo ja da ist, im Pre-Release-Zustand. Und ja, ich habe mir natürlich einige Kommentare angeguckt, aber auch andere Content Creator, Streamer, etc. Ne, hier beim Rai von den Pixelhelden sieht man mich ja auch gerne mal auf Twitch. Ne? Ist ja ein richtig korrekter Dude eigentlich. Der hat da auch seine Kritik zu geäußert, auch berechtigt. Ne? Ich war auch nicht fein mit allem, was er gesagt hat, aber er hat wenigstens auch das Hintergrundwissen. Er hat auch immer wieder erwähnt, ja, das ist halt ein kleines Team und so weiter. Und man muss da auch ein bisschen halt noch warten, wie sich das entwickelt. Andere, wo ich zugeschaut habe mal oder reingeschaut habe, waren da eigentlich genauso unterwegs, aber es gab auch ein paar Ausnahmen von Creatoren, die haben da einfach auf dem Spiel sofort rumgehämmert, nach ein paar Sekunden gefühlt, und ja, das war einfach nur unprofessionell, aber ich will keine Namen nennen, weil ist kein böses Blut, jeder darf seine Meinung haben und gut, wenn man da ein bisschen übertreibt, ja, okay, passiert. Ja, das große Ding ist ja, oder das große Thema ist die Grafik vor allem in dem Spiel, wo viele rummosern, und da gibt es auf jeden Fall einige Punkte, wo ich mir auch sage oder denke, was ist da eigentlich falsch gelaufen. Es gibt aber auch einiges, was sehr schön ist, aber dafür gehen wir heute live nochmal rein ins Spiel und reden da akut drüber. Wie gesagt, ich werde das Spiel nicht schön reden, weil ich da irgendwie gepartnert bin oder sonst was, bin ich nicht. Ich versuche nur ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil wie gesagt, man muss halt beachten, dass es kein AAA-Studio ist und auch nur ein ganz kleines Studio und Test Drive gar kein AAA-Titel werden kann und sollte, weil ne, da reichen einfach die Gelder teilweise nicht. Es ist halt ein Neustart und ich finde, dem sollte man erstmal überhaupt die Chance geben, das Ganze zu releasen. Das muss ja eh noch gepolished werden und so weiter, das sieht man ja auch. Und jetzt schon zu sagen, alles Kacke. Schwierig, muss ich sagen. Schwierig und unfair, finde ich. Ne? Ich bin für meinen Teil einfach froh, dass wir endlich mal eine neue IP haben. Nicht nur diese Dauerdinger wie The Crew und Horizon gefühlt. Ne? Das sind ja die größten Open-World-Teile eigentlich. Und Need for Speed natürlich. Ja, da kommt jetzt Test Drive zurück. Ich bin froh drüber, weil es auch vieles anders macht. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal live rein und schauen mal, was da abgeht. So, wir sind jetzt hier mal in der Garage und man sieht schon, ja, die Grafik an sich ist soweit eigentlich stabil. Ne? Ich meine, klar, es sieht nicht aus wie ein Forza oder The Crew, aber The Crew sieht nicht aus wie Forza und umgekehrt. Also die Spiele haben halt immer ihre Unterschiede. Ich finde aber, wir sehen ja gleich noch mehr. An sich haben sie hier schon einen guten Job gemacht, aber was halt auffällt, sind einige Autos. Und die sehen halt eher komisch aus. Jetzt sieht man hier zum Beispiel den Mustang. Der sieht ja eigentlich recht stabil aus. Jetzt gucke ich zu Mercedes und denke mir so, was ist das denn? Was ist hier passiert? Man sieht sofort, die Spiegelung ist eigenartig. Die Scheinwerfer wirken irgendwie matt. Ne, vor allem auch hinten sieht man das gut. Jetzt hier in der Garage sieht es sogar noch besser aus als beim Autohändler oder wenn man direkt draußen ist. Aber jetzt scheint so, als hätte das Auto einfach irgendwie grafisch ein Problem. Im Vergleich zu anderen Autos, vor allem auch neuere Autos. Das könnte man sich beim Autohändler nochmal angucken. Aber ja, das Problem ist einfach wahrscheinlich das Budget gewesen. Ne? Die haben einfach keine Kohle gehabt. Das klingt irgendwie doof, aber das sind Autos aus Test Drive Unlimited 2. Die haben halt wirklich einfach die Modelle rübergeportet, ein bisschen aufpoliert und ja, das sieht man halt, ne? Auch von hier, von weiter weg so ein bisschen merkt man direkt da, ja, da ist irgendwas nicht richtig. Vor allem haben die auch noch Grafikfehler teilweise, die Autos und so weiter. Und dann merkst du einfach, dass das so straight rübergeportet wurde aus einem 10 Jahre alten Spiel halt, ne? Das sieht bei anderen Autos schon wieder ganz anders aus. Ich meine, der Benz hier hat auch hier und da Probleme, aber wir reden ja auch immer noch von einer Demo, ne? Wir haben ja noch ein bisschen was zum Release und so weiter. Ne? Sie sagen ja auch, es ist nicht repräsentativ für das finale Produkt. Ich denke mal, da wird halt auch noch ordentlich poliert an der Grafik und so weiter, aber ja, man merkt halt hier und da gibt es ein paar Probleme mit den Shadern und so weiter und ja, das ist ja ein Totschlagargument für viele, aber ja, ich erinnere mich an so einen Beitrag damals von der Gamescom, wo auch mal ganz viele Zuschauer gefragt wurden, was ist euch wichtiger, Gameplay oder Grafik bei Forza Horizon 5 und da war Grafik tatsächlich nicht an erster Stelle, sondern Gameplay. Jetzt auf einmal ist die Grafik das große Ding, wo man sagt, ja, sieht irgendwie scheiße aus. Wobei, wenn ich mir das jetzt hier so ansehe,
fühle ich nicht so. Die Lichtstimmung ist gut, die Beleuchtung allgemein. Ich meine, gut, ich habe jetzt auch einigermaßen gute Einstellungen getroffen hier für das Spiel. Soundtechnisch müssen wir ja gar nicht anfangen, kommen wir aber gleich noch zu. Ich meine, jetzt ist es Nacht natürlich, sieht auch immer unterschiedlich aus. Wie gesagt, da haben wir auch gerade gesehen, an den Häusern hat sich die Textur wieder verändert gehabt und so weiter. Wie gesagt, es ist halt noch Demo und so weiter aus. Das muss alles noch poliert werden und so weiter und es ist ja auch nicht mal so einfach. Ne? Ich meine, guckt euch alleine die Vegetation hier an. Die ist auch äußerst stabil, die ist sogar heftiger als in Horizon teilweise. Ich meine, Horizon hat auch eine sehr gute Vegetation, aber hier ist es einfach gefüllt, nochmal einen Tacken mehr. Und wir kommen jetzt auch gleich mal dazu, warum das Spiel wahrscheinlich aktuell halt noch die Performance-Probleme hat an manchen Stellen. Weil auch hier, ich meine, es sieht schon sehr gut aus, teilweise sehr flüssig. Ich sehe da oben, die FPS-Werte sind relativ stabil bei mir. Wir sind gerade bei 74 FPS, 72, also es springt natürlich ein bisschen hin und her. Ne, wir haben auch hier Bewegung in den Pflanzen und so weiter. Ich meine, wenn wir jetzt hier rangehen, ja, natürlich sieht das scheiße aus, ne? Aber alles sieht scheiße aus, wenn man nah rangeht. Kappa. Sollte jetzt keine Anspielung auf irgendwas sein. Aber so, ne, es geht ja darum, wie sieht es aus, wenn ich aktiv spiele. Auch hier, jetzt haben wir wieder die Spiegelungen. Die wirken jetzt natürlich sehr unscharf, wenn man hier guckt in dieser Pfütze da vorne. Aber, meine Güte, muss jetzt auch nicht unbedingt super scharf sein. Ich meine, mir persönlich zumindest genügt das, aber ich gucke mir das große Ganze an und es ist einfach atmosphärisch sehr gut gemacht, ne? Ist vielleicht noch die passende Musik dazu, dann wird das hier nochmal anders wirken, aber ja, kriege ich direkt einen auf die Glocke wahrscheinlich wieder urheberrechtstechnisch. Und wir reden ja hier nicht von einem AAA-Spiel, das haben ja auch die Entwickler selber gesagt, die wollen gar kein AAA sein, weil sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, AAA zu machen aktuell. Das ist eher so ein Double-A-Titel und da bin ich auch ganz bei denen. Ich muss schon sagen, manche Sachen sind AAA in meinen Augen, manche Sachen halt nicht. Und ja, da ist halt kein Microsoft hinter oder Sony oder sonst irgendwas, was einfach, ne, einfach so ein riesen Unternehmen, was einfach unendlich viel Geld gefühlt auf Lager hat und da die Entwickler unterstützen kann. Aber hier auch wieder richtig geile Lichtstimmung, richtig gut gemacht. Ne, und das muss man ja auch erstmal alles so hinkriegen. Ne? Wie gesagt, ja, guck mal hier, die Häuser sehen manchmal auch irgendwie ein bisschen unscharf aus teilweise, aber dicht halt auch wirklich an der Lichtstimmung teilweise. Oder wenn wir jetzt hier so in die Wildnis gucken eher, das ist ja auch wieder mal ein ganz anderes Bild. Das ist jetzt natürlich praktisch, dass es Nacht ist. Sieht natürlich immer gut aus, aber ich werde auch gleich ein bisschen warten, bis es wieder hell wird. Aber ich persönlich finde, ja, oh, ach ja, stimmt ja, ist ja nichts verkehrt. Ja, das hat ja auch, das hat auch manche gestört, ne? Aber hallo, habt ihr Horizon 3 und 4 gespielt? Wenn ja, dann weigere ich mich, eure Meinung zu akzeptieren, wenn ihr sagt, das ist jetzt kacke. Also, Horizon 3 und 4 war auch Linksverkehr und da hat auch kaum ein. Also, es hat viele aufgeregt, aber sie haben es trotzdem gespielt. Ich weiß, man ist es halt nicht gewohnt, ne? Aber so sind halt die Gesetze, so ist das da drüben halt einfach. Ne, guck mal, hier gucken wir uns auch gerade mal. Wow, guckt's euch an. Da habe ich halt Kommentare gesehen. Ich weiß, ich klinge gerade vielleicht ein bisschen nach Fanboy, aber ihr wisst, ich bleib immer fair. Da kommt auch gleich wieder Kritik. Ich versuche da wirklich neutral und fair zu bleiben, aber guckt euch das an. Da hieß es in einem Kommentar irgendwo in einem Stream sogar, ja, das Spiel hat keine Details, es ist leer. Es ist langweilig, die ganze das ist jetzt nur ein Ort, okay? Nur ein Ort und wow. Guckt euch das an. Ist das ein Bild oder was? Also würde ich hier in echtem Leben vorbeilaufen, ich würde da runter wollen, einfach nur um da zu chillen. Wow, einfach geil. Und davon gibt es ganz viele Orte. Soll jetzt nicht heißen, ein Horizon oder sowas nicht. Ne, okay, jetzt in dem Ausmaß, weiß ich nicht. Horizon hat zwar auch hier und da so seine Sehenswürdigkeiten, aber ja gut, wir wollen jetzt nicht direkt so rumvergleichen wieder. Aber ich bin auch letztens im Stream rumgefahren. Ich gucke mal, ob ich hier nicht vielleicht sogar ein paar Szenen einblenden kann. Da müsste ich vielleicht mal stehen bleiben nebenbei. Wir sind halt durch die Gegend gefahren und rumgecruised, hat super viel Spaß gemacht. Und wir haben da ein bisschen mal untersucht, so ein bisschen Map einfach umgeschaut und wir sind da durch den Dschungel gefahren und so. Und wow, es gibt so viele Schleichwege, die auf der Map gar nicht angezeigt werden. Jetzt nochmal, wenn wir hier zum Beispiel gucken, gerade links, diese gestrichelte Linie war vorher gar nicht da. Da bin ich irgendwann mal durchgefahren und davon gibt es sehr viele auf der Map. Da können wir gerade mal gucken. Hier, wo sind wir da lang gecruised? Wir sind, glaube ich, hier losgefahren und hier lang, genau. Hier war irgendwie so Wasser, hier oben war so ein
Ja, so ein kleines Häuschen, da standen ein paar Leute und so, waren ausgepackt, da konnte man auch was holen. Also diese Wege sind gar nicht eingezeichnet. Die kann man alle erstmal entdecken. Beziehungsweise muss man erstmal entdecken. Und das haben die Entwickler ja auch vorher schon gesagt, die möchten auf jeden Fall, dass die Leute auch viel zu entdecken haben und so weiter. Und das hat man auch. Und dementsprechend viele Details gibt es auch hier. Ich meine, wir können uns hier mal irgendwie, wir stehen jetzt hier irgendwo in Timbuktu, wir können uns ja hier mal runterporten. Und ja, wir sind auf jeden Fall die ganze Zeit durch die Gegend gefahren, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Natürlich hat das Spiel Probleme, da ist zum Beispiel der Verkehr die ganze Zeit weggespawnt, weil es einfach Schwierigkeiten mit der Synchronisation gibt anscheinend. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch nur 4 Spieler in der Gruppe, aber ich hoffe trotzdem, dass sich das irgendwann nochmal ändern soll oder wird, weil 4 Spieler, man hat es da halt beim Cruisen auch gemerkt, mehr Spieler in der eigenen Gruppe wäre halt gut. Und ja, dieser Fehler, dass man manchmal mal unsichtbar ist, beziehungsweise sich nicht gegenseitig sieht, da scheint es wohl auch irgendwie so Probleme zu geben, wenn andere Spieler in der Nähe sind, dass da drum spackt. Das erinnert auch hart an Horizon. Horizon hat diese Probleme auch früher gehabt, dass quasi Randoms, die in der Lobby waren, die Plätze der Kolonne blockiert haben, obwohl sie das ja gar nicht dürften. Und ja, hier haben wir jetzt auch zum Beispiel wieder diesen See, ne, sieht auch wieder richtig geil aus, ja, ist halt immer noch Nacht. Oder hier, auch krass, hier sind sogar so Zeichnungen auf dem Fels, warum auch immer, was auch immer das da verloren hat, aber ey, das ist schon ganz eine wilde Angelegenheit. Auch diese Löcher hier, ich weiß echt nicht, was das ist, ne, aber es ist schon krass. Und ja, wenn da jemand sagt, das Spiel hat keine Details oder so und die Map ist irgendwie leer und schlecht gemacht, dann tut's mir leid, aber der hat einfach Tomaten auf den Augen oder so. Keine Ahnung, was bei dem kaputt ist. Ne, in der Stadt gibt es Sektionen, da denkt man schon ein bisschen so, oh ja, das sieht ja relativ gleich aus alles, aber mach erstmal so eine riesige Stadt und da Leben reinzukriegen ist auch nicht so einfach. Und jetzt sind wir hier auf einem Damm, das sieht genauso geil aus, also die Map ist auf jeden Fall schon ganz was Feines. Hier. Oh, ist das. Hier läuft, glaube ich, sogar. Ah ja, moin. Hier läuft sogar Wasser runter gerade. Jo. Gut, wenn ich mir das jetzt von hier angucke. Ja, gut, das sieht jetzt nicht schlimmer aus als in anderen Spielen teilweise. Ja, auch schon ganz wild gemacht. Hier, kann man da eigentlich runter? Gute Frage, ne? Guck mal da. Oh, da steht einfach so ein Auto. Ach, das ist das Wrackteil, ja moin. Ja, irgendwie kommt man da also auch runter. Wenn das Wrackteil da steht, kommt man auch irgendwie runter. Also, map-technisch finde ich, haben sie schon gute Arbeit geleistet. Deswegen, jede Kritik daran ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ich finde, die Stadt ist krass gelungen. Ja, ein paar Gebäude, Schilder und so wiederholen sich, aber die Stadt ist halt auch relativ groß. Man muss halt nur gucken, dass man die ein bisschen lebendiger kriegt an manchen Stellen. Da stimme ich schon zu, dass sie an manchen Stellen ein bisschen tot wirkt. Aber ja, ich denke mal, die sind da noch ordentlich am experimentieren mit dem Verkehr und so weiter. Und ja. Es gibt ja, wie gesagt, Orte, da ist es wie in Forza Horizon gehalten. Da stehen dann irgendwelche Leute hinter Absperrung und so weiter. Also, das wusste ich sogar gar nicht vorher. Das habe ich auch erst letztens entdeckt gehabt. Und im Grunde steht das Spiel dann Horizon nichts nach. Man muss halt nur gucken, wie man dann hier und da in der Stadt ein bisschen Leben reinbringt, indem man da und da ein paar Leute auch platziert und so weiter. Ist gar nicht so einfach, natürlich im Nachhinein noch, ne? Aber in der Theorie nichts, was irgendwie unmöglich wäre. Jetzt haben wir hier unten, wie gesagt, diese Schleichwege. Ne, und hier mal auch wieder so ein Türmchen da und solche Geschichten. Also davon gibt es auch halt ganz viele Orte und alles. Also, das ist schon eine sehr, sehr geile Map, muss man einfach sagen. Die sieht einfach heftig aus, meiner Meinung nach. Hat viel zu bieten, viel zu entdecken. Bevor hier wieder einer einen Krampf schiebt, dass hier ein Kompressormotor ist, bla. Ich habe halt keinen Kompressor freigeschaltet und habe, damit ich die Leistung habe, hier ein Turbo eingebaut, also... So, hier sind wir letztens hochgefahren und dann haben wir hier, glaube ich, sogar, wenn jetzt, ja doch, hier sind auch ein paar Leute, die chillen hier ihr Leben und so, also da gibt es schon so ein paar Sachen. Und jetzt müssen wir mal gucken, warte ich jetzt kurz, bis es mal hell wird oder was?
Weil es gibt da ja natürlich noch andere Punkte. Wir können aber noch mal kurz über die Kamera reden. Da trägt wohl auch den einen oder anderen auf, irgendwie, dass die Kamera zu steif wirkt oder so. Ich meine, die ist schon ein bisschen dynamisch, ja, als Kameras aus einem anderen Spiel. Da will ich jetzt lieber keinen Namen nennen. Aber ja, da kann man natürlich... Oh. Festgefahren. Da kann man natürlich im Nachhinein auch noch dran rumschrauben. Da kann man wirklich gucken, dass die ein bisschen dynamischer wird noch. Und nicht so starr ist. Vor allem, wenn man langsamer wird, dass das hier so umschaltet. Ich kann jetzt nicht mehr ruckartig nach hinten gucken oder so. Das juckt. Das nervt mich am meisten, ehrlich gesagt. Da hoffe ich, dass sich da irgendwas nochmal ändert. Und, warum ist hier... Was ist das denn? Hier ist einfach so ein... Was ist das? Ein Betonklotz oder so versenkt? Ist das hier ein Road-Pornoglyph oder was? Ja, aber ja, mit der Kamera, da kann man noch einiges machen, denke ich mal. Die andere Sache, wie gesagt, grafisch, die Autos, da muss man echt mal abwarten. Kann natürlich sein, dass sie die im Nachhinein irgendwann nochmal nachbearbeiten und besser machen. Die alten Fahrzeugmodelle halt, die aus TDU2 importiert sind und so weiter, dass die besser aussehen. Ist für mich persönlich aber leider kein Grund zu sagen, ja, das Spiel ist komplett schlecht und kacke, nur weil sie aus Budgetgründen halt ein paar alte Autos aus ihren alten Games nutzen konnten. Weil nur nutzen konnten, weil die können ja auch nicht hingehen und sagen, ja, wir nehmen jetzt einfach die Fahrzeugmodelle aus Horizon und so, das wäre geklaut und so. Das geht halt auch nicht. Ne? Nur weil Horizon diese Modelle hat, heißt das nicht, dass alle die haben müssen, weil ne, viele scannen ja auch für sich selber ein und ja. Ne, es gibt keinen riesigen Markt dafür, so viel ich weiß, aber naja. Lässt sich wahrscheinlich noch ändern, wird wahrscheinlich auch irgendwann geändert werden. Wie gesagt, das ist halt noch Demo, man muss mal abwarten, was die da in Zukunft machen, wie es beim Release sein wird, aber so bis hierhin, zumindest die Nacht gerade, ich finde, sieht echt nicht schlecht aus, kann man mit leben. Dafür, dass es ein kleines Team ist und so weiter, haben die hier echt was rausgehauen, was sich sehen lassen kann. Absolut. Ich sehe da einfach wirklich kein Problem. Es sieht wirklich gut aus. Ne? Auch in der Ferne und so weiter. Und, ja, es sieht aus wie vor 10 Jahren. Sagt der ein oder andere. Ja, guckt euch mal so Crew 1 an und erzählt mir dann, das sieht krasser aus als das hier. Also, die Kommentare habe ich nämlich auch gelesen. Es ist wirklich teilweise verwunderlich, dass die Leute wirklich so aggro gegenüber dem Spiel sind, obwohl sie vielleicht noch nicht mal richtig gespielt haben oder so. Oder mal genauer hingeguckt haben. Oder vielleicht läuft es bei ihnen halt auch auf einer Kartoffel. Ja, die Nächte sind jetzt ziemlich lang jetzt, ne? Jetzt müssten wir ein bisschen warten, um einfach das Gegenteil zu sehen. Aber ich kann ja, wie gesagt, auch aus dem Stream ein paar Sachen einblenden. Die sind von der Qualität wahrscheinlich ein bisschen runtergedrückt, weil es halt aus dem Stream war. Dann nochmal extra aufgenommen jetzt hier. Beziehungsweise durch das Rennen und alles geht halt Qualität verloren. Sieht dann wahrscheinlich nicht mehr so toppy aus. Aber ja. Ja, ansonsten habe ich gar nicht so viel Kritik gelesen, großartig. Vom Handling her gab es jetzt nicht so viele Beschwerden. Ich finde, das Spiel fährt sich eigentlich relativ gut. Fühlt sich teilweise sogar relativ realistisch an, wie sich das Auto verhält. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel um eine Kurve drifte oder so, wie sich der Wagen fängt, ist alles tipptopp. Federung läuft auch, ne, ist auch immer von Auto zu Auto unterschiedlich, ist mir aufgefallen, die älteren Autos aus TDU2, die verhalten sich ein bisschen anders. Aber sonst, das Fahrwerk arbeitet auf jeden Fall. Ne, aber ne, auch das Drift und so geht alles klar. Das einzige Problem ist halt wirklich die Kamera, da wirkt das ein bisschen sehr steif, so vorne fixiert gefühlt. Da kann man halt wirklich vielleicht nochmal ein bisschen was dran ändern. Das wäre eigentlich ganz nice. Was aber doch hin und wieder mal ist, das ist hier jetzt schwer zu zeigen, aber na gut, ist das hier im Bordstein, ja. Manchmal überreagieren die Autos, das merkt man, ne? Ich fahre hier irgendwo rüber und ich denke mal, das ist ein Problemchen irgendwo noch, teilweise. Die übertreiben das manchmal. Mal geht's, mal übertreibt es ein bisschen. Wenn ich hier irgendwo hochfahre, so geht das ja noch relativ. An manchen Stellen überreagiert das Auto gefühlt und hüpft hier rum, so. Wie hier jetzt zum Beispiel. Wobei, so unrealistisch ist das halt auch nicht, wenn du über irgendwie einen Bordstein... Kannst ja mal ausprobieren, aber würde ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ne? Da machst du dir nur alles mit kaputt. Also,
Aber wenn du damit ein bisschen Speed über so einen Bordstein fährst, dann macht dein Auto auch ganz eigenartige Bewegungen. Also so schlimm finde ich es nicht. Nur hin und wieder mal ist es mir dann auch doch passiert, zum Beispiel bei so SPD-Hügeln. Da ist das Heck einfach abgehoben, aber gut. Im Großen und Ganzen muss man einfach, wie ich schon ein paar Mal sagte, im Hinterkopf behalten, dass es halt ein kleines Team ist, dass sie halt wenig Budget haben und das am Ende jetzt auch sehr knapp wird wahrscheinlich für die, weshalb auch einiges erstmal gestrichen wurde noch. Und dass sie auch, wie gesagt, jetzt erstmal wieder... Was war das denn? Dass sie erstmal wieder starten quasi und ihr Comeback haben. Und darauf kann man ja aufbauen. Aber im Moment vermitteln viele Leute halt den Eindruck, dass sie denen diese Chance einfach gar nicht gönnen. Ne? Die kommen halt einfach um eine Ecke, schreien hier rum, alles sieht scheiße aus, gefällt mir nicht, Drecksspiel. Ja, das ist einfach eine absolut dumme Einstellung meiner Meinung nach. Ja, ich bin hier kein Partner mit Test Drive oder sonst was. Ich äußere ja meine Kritik genauso. Aber einfach so wie so ein sturer Bock zu sagen, das ist einfach Müll, weil man vielleicht einfach nicht will, dass das überhaupt rauskommt, gefühlt, weil man einfach Fanboy von einem anderen Spiel ist oder weil man vielleicht nicht die Möglichkeit hatte, selber zu spielen oder weil bei einem irgendwas nicht funktioniert hat, ist meiner Meinung nach einfach Bullshit und da setze ich mich gerne der Kritik aus, wenn man da mit dieser Kritik nicht klarkommt, dann ist das halt so. Weil, ich weiß nicht, wie gesagt, allein wenn ich das hier schon wieder sehe, also, nenn mir ein Spiel, welches momentan Open-World-technisch sowas zu bieten hat. Ne? Allein diese Großstadt und so weiter, dieses ganze Gedönse, da ist halt momentan nichts. Motorfest, die Map ist zwar auch ganz schön, aber ist halt auch relativ klein, das ist halt Hawaii runterskaliert. In Horizon, da ist erst recht nichts mehr in dieser Richtung, das ist nur Brachland, bisschen Wüste, Dschungel und hier ein kleines Dorf. Ne? Da muss man einfach mal ehrlich sein, auch wenn ich Horizon 5 seit Release eigentlich jede Woche mindestens einmal spiele und stream. Also ich spiele es halt immer, ich bin eigentlich ein Horizon-Fanboy, aber da muss man einfach mal realistisch bleiben und nicht nur sagen, ja, weil es mein Lieblingsspiel ist, muss ich das andere jetzt schlecht reden. Das ist Quatsch, in meinen Augen. Da muss man einfach mal Klartext reden und ich persönlich, ich habe vorbestellt für einen Fuffi, ist da überhaupt nichts dran auszusetzen. Gold Edition, easy, 50 €, beste Preis, kann man nichts machen. Die Entwickler sollten die Möglichkeit haben, an ihrem Spiel zu arbeiten. Die haben ja jetzt auch wohl, so wie ich weiß, eine Seite geöffnet, wo man wie in Forza auch Verbesserungsvorschläge geben kann oder Dinge mitteilen kann, die man sich selber wünscht. Also die sind ja gewollt sogar, die Entwickler, uns zuzuhören und unseren Wünschen nachzukommen. Und deswegen bleibe ich wieder dabei, Test Drive hat einfach großes Potenzial. Man muss sie halt nur machen lassen und ja, über das ein oder andere Ding jetzt einfach mal hinwegsehen, wo sie einfach ein bisschen vielleicht, ja, notgedrungen die schlechtere Qualitätswahl treffen mussten, was zum Beispiel manche Autos angeht, manche Automodelle und so weiter. Und alles andere, hier zum Beispiel, guckt euch diesen Schatten an, wie scheiße der einfach aussieht, unterm Auto da, der flackert da ein bisschen rum, wenn man genauer hinguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video jetzt nach dem Rennen und so weiter noch gut seht. Das sind einfach Kleinigkeiten, die im Nachhinein irgendwann gepatcht werden. Oder hier und da flackert mal irgendwann auf kurz. Es ist halt groß und da muss halt viel noch nachpoliert werden. Aber ich denke mal, das kriegen die schon in den Griff. Ich meine, ich will ja nichts sagen, aber guckt euch Forza an, was die uns versprochen haben und was sie geliefert haben. Ist doch genau dasselbe. Aber bei denen passiert ja gefühlt gar nichts mehr momentan. Und ja, Test Drive ist einfach noch früh dran im Moment und sollte die Chance haben, daran zu arbeiten. Wenn sie jetzt monatelang nichts mehr von sich geben nach Release und da einfach nichts kommt und man einfach wirklich das Gefühl dann bekommt, da ist auch einfach Sense, dann kann man sich auch mal so richtig auskotzen, weil dann wird es ja dann auch Stück für Stück immer berechtigter. Aber im Moment bin ich einfach noch neutral, so gut es geht, und offen für Verbesserungen, oder ich hoffe, dass da einige Verbesserungen noch kommen werden, grafisch und so weiter. Ne, die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben. So, jetzt wird es hier gerade wieder hell, ganz optimal. Jetzt haben wir aber schon viel über die Grafik geredet. Wie gesagt, ich denke, da wird noch einiges poliert am Ende und gepatcht, ne, und gefixt. Wie gesagt, es ist eine verkackte Demo. Da steht ja noch eine Testphase aus und Beta und. Also ich denke mal, die sind da noch am Rumschrauben. Und wenn man weiß, was sich seit den Playtests getan hat, also ich weiß es, weil ich ja daran teilgenommen habe, ich persönlich bin da guter Dinge, dass sich einiges noch verändern wird. Also ich
wie gesagt, ich will jetzt hier auch gar keinem vom Kopf stoßen irgendwie. Ne? Ich fühle eure Aussagen, wenn ihr sagt, die Grafik irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir da, irgendwas stört mich da. Ja, es gibt einige Störpunkte einfach an der Grafik. Wie gesagt, diese Schatten hier zum Beispiel unten oder die Reflexion an den Autos bei manchen Modellen und so weiter. Es ist einfach an manchen Stellen noch nicht ausgereift und ja, ich bleibe bei der Sache. Es wird sich bestimmt noch ändern. Ich hoffe zumindest, weil in den Playtests war es um einiges schlimmer. Um einiges schlimmer. Und ja, die scheinen auf jeden Fall hinterher zu sein, die Entwickler. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Kommen wir mal zum Sound. Ja, der Sound ist in meinen Augen absolute Meta. Völlig gestört. Also wenn das Spiel ein AA-Titel ist, ist der Sound AAA. Also, ihr seht auch hier wieder, ne? Habt ihr gesehen, das Flackern und so oder auch allgemein so leichte Ruckler. Also die Performance, da wird sich noch einiges tun, hoffe ich mal. Da muss noch geschraubt werden. Da bin ich ganz bei den Leuten, die da Kritik üben. So, Sound, ja. Diese Autos hier teilweise. Manche hören sich echt kacke an. Ganz einfache Sache auch. Zum Beispiel der Benz oder was. Ich meine, der war jetzt auch nicht so schlecht. Den können wir ja gleich mal rausholen. Aber manche Autos hören sich halt auch noch an wie aus Test Drive 2. Da wurde halt wahrscheinlich auch der Sound übernommen. Starten wir mal eben den hier nochmal. Wunderbar. Man hört es blubbern, man hört einfach so viel. Es ist wunderschön. Hier mal ein bisschen Gas. Auch das Knallen hier. Wow. Feini, feini. Also ich find's geil. Gib mal ein bisschen Gas. Also ich finde soundtechnisch echt krass. Also der Mustang zumindest hört sich mega an. Gibt aber noch einige andere Autos, die sich auch geil anhören. Jetzt habe ich gehört, es soll ein Bug sein, dass man zum Beispiel den wo war das nochmal? Den Königsegg soll man angeblich Probe fahren können. Da gehen wir mal eben drin und gucken mal, ob der jetzt da ist. Und was sehe ich denn da? Da, der alte Mustang, da sieht man auch, der scheint auch aus TDU 2 rübergekommen zu sein. Ich war in dem Autohaus hier, glaube ich, so nicht mal. Aber ne, den haben sie wohl immer noch nicht gepatcht. Die wollten ja echt die Demo eigentlich patchen, aber ja. Hat wohl nicht so geklappt. Bis jetzt. Eigentlich sollte der... Ne, oder? Ne, das ist auch ein... Das ist nicht der Königsegg. Ne. Eigentlich sollte der Königsegg hier stehen. Was auch noch ein Kritikpunkt wäre, jetzt mal eben kurz weg vom Sound, sind die Reifen. Da hoffe ich, da wird sich noch einiges ändern. Man kann die Zollgröße nicht einstellen und so weiter. Und ich finde, hier zum Beispiel haben wir viel zu dicke Reifen. Also ich hoffe, die bringen einfach noch das Feature rein, dass man die Zollgröße ändern kann und dann weniger Reifenprofil hat, einfach mehr Felge. Ihr wisst, was ich meine. Also das sieht bei manchen Autos verboten aus. Und da muss ganz dringend was gemacht werden, finde ich. Wir können uns ja mal kurz in die Corvette setzen, ob die hier, was die für einen Sound hat. Ach, scheiße, wir machen einfach eine Testfahrt. Nochmal aus hier. Nochmal an. Gut, der macht jetzt nicht so einen Krach wie der Mustang beim Starten hier, aber naja. Hört sich auch wieder nicht schlecht an. Was sich in meinen Ohren nicht so gut anhört, ist der Drehzahlbegrenzer bei vielen Autos. Ja. Ich meine, hier geht's jetzt, okay. Manche Autos, da rattert das aber nicht so. Ich meine, es gibt in Wirklichkeit auch Autos. Ich glaube, mein E46 zum Beispiel macht das auch. Wenn ich da voll reindrücke, dann macht er nicht dann macht er... Ja, schöne Vergleiche. Ist auch ein bisschen dunkel hier. Aber guck mal, auch hier muss ich wieder sagen, ist grafisch auch wieder nicht so geil. Die Beleuchtung hinten sieht echt ein bisschen eigenartig aus. Mir fehlt so irgendwie die Transparenz auch bei den Leuchten, wenn ich gucke. Ne, also... Ich meine, die sind irgendwo transparent, aber nee, das ist grafisch wirklich, also da kann noch viel Luft nach oben. Also bei den Fahrzeugmodellen muss ich echt sagen, müssen die teilweise echt noch arbeiten.
dass die sich einfach besser in die Umgebungsgrafik auch einfügen, weil die sehen halt wirklich teilweise ein bisschen alt aus. Und ich denke mal, das ist auch, was die meisten stört. Es ist gar nicht so die Natur und so, weil ich meine, es sieht doch schön aus, oder? Sag mir bitte, wenn du sagst, das sieht scheiße aus, dann sag mir genau bitte, was gefällt dir an dieser Umgebung gerade nicht? Also wenn ich jetzt sagen müsste, was mir nicht gefällt, ist das Auto. Ja, das sieht wirklich kacke aus. Da fühle ich jeden Einzelnen, der sagt, ja, die sieht aus wie 2014, weil es einfach 2012 ist. Ja, ist einfach richtig. Ja, die haben Modelle anscheinend da portiert. Guck mal hier, der wirkt matt und keine Ahnung. Also da ist wirklich Verbesserungspotenzial nach oben hin. Aber kommen wir zurück zum Sound. Also der Sound war jetzt gar nicht so übel von der Corvette. Auch hier jetzt wieder, also man sieht es einfach, okay. Manche Autos, also da müssten sie halt noch gucken. Da müssten sie halt echt noch gucken. Ich meine, jetzt so schlimm sieht es jetzt wieder nicht aus. Jetzt aus dem Winkel hier. Ne? Ja, das sieht ja schon wieder fast okay aus. Ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht. Wenn du draußen bist, hat das so... Aber Orange ist sowieso eine Spitzfarbe hier, ne? Naja, oder was sagst du, Alter? Ja, der würdigt uns keinen Blick. Ne? Aber hier bei den Mustang ist das schon wieder auch anders. Hier wie Spiegelung, ne? Die Spiegelung. Oh Gott. Guck mal. Ah ne, die Dinger spiegeln sich da irgendwie in der Karre. Sieht halt wirklich auch nicht so geil aus. Aber bei den Spiegelungen und so weiter müssen wir halt nochmal gucken. Ist aber auch gar nicht so einfach, so was gut hinzukriegen. Siehe Forza Motorsport, was die da im Trailer gezeigt haben und was dann am Ende dabei rumkam. So, einen alten Mustang haben bestimmt auch viele Bock mal zu hören. Gucken wir mal. Oh. Hä, habt ihr das gesehen? Warte mal. Guck mal, wie sich die... Da sehen wir jetzt zum Beispiel das perfekte Beispiel. Das Spiel hat einfach noch Probleme, wo die gefixt werden müssen. Wenn wir uns reinsetzen, wird das alles total grell. Achte. Zack. Seht ihr, wie sich die Lichtstimmung ändert? Ja, da fühle ich natürlich auch wieder die Kommentare. Das ist wirklich... da muss einfach noch gepolished werden. Ist einfach so. Kann man nichts gegen sagen. Ja, aber okay. Es ist eine Demo, wir geben den Entwicklern halt ihre Chance. Die müssen ihre Chance einfach haben, das bis zum Release zu polieren oder spätestens ein paar Monate nach Release sollte das behoben sein. Aber ja, vielleicht äußern sie sich dazu nochmal, wäre natürlich ganz praktisch. Hohoho. Okay. Geht aber schnell mit Dings. Guck mal. Aber der hört sich auch nicht schlecht an. So, nochmal anschmeißen hier den Kübel. Dann hört sich ein bisschen eigenartig an, ne? Auch hier wieder, ja. Spiegelungen sind auch wieder so ein bisschen, ich meine, ja, ich weiß nicht. Was habe ich denn da eingestellt? Oh, hä? Ach, ich bin in der Testfahrt. Kann ich jetzt nicht dran. Aber, ja. Gucken wir mal. Na, hier hört sich der Drehzahlbegrenzer auch wieder komisch an, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie er sich beim Original angehört hat damals, aber naja. Aber ich finde den Sound geil, der passt auch irgendwie so zu dem alten Auto. So. Ja, also. Wobei sich da zwischendurch anhört, als würde ich eine Klapperschlange im Auspuff haben. Ist natürlich doch eine Cobra? Naja, kann man jetzt von halten, was man will, ne? Das ist ein bisschen, naja, also, hört sich echt öde an, ey. What the fuck, warum? Aber ja. So. Oh, guck mal, da steht ein Ford GT. Auch der sieht im Bild schon wieder eigenartig aus. Also, da müssen die wirklich noch ein bisschen dran rumpfeilen. Aber wie gesagt, leider ist jetzt der Königseck nicht hier. Ich habe hier keinen einzigen Exoten. Mir fällt zumindest keiner ein, außer der Aston Martin. Der steht noch irgendwo rum. Wir könnten hier nochmal soundtechnisch einmal reingucken. Auch hier, wenn man sich reinsetzt, ändert sich wieder das Lichtverhältnis. Also, ja, da ist auf jeden Fall noch Arbeit vonnöten. Das hört sich auch wieder ganz anders an. Aber fühle ich auch den Sound, hört sich nicht an wie alle anderen. Und der hat ja ganz schön Bums unter der Haube. Ja, Mende! Oh. Dead. Aber ja, wir sind beim Sound. Also ich finde vom Sound her ist der Wagen echt ganz nice. Hui. 3 Meter. 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 3
Oh, neuer Bug gefunden, okay. NPCs haben anscheinend keinen Effekt auf die Vegetation. Der ist einfach durchgefahren. Was ist mit dem los? Ja, also soundtechnisch ist das schon ganz geil. Wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwo anders reinkommen. Hier haben wir Luxury Cars. Hier ist auch nochmal ein Agera. Vielleicht steht er ja hier drin. Oder war das denn hier? Ah, ne, da habe ich mich einfach vertan. Sorry, Leute. Aber warte mal, hier hätte eigentlich ein... Nee. Bro, wir waren einfach im falschen Auto. Sorry, da habe ich ein bisschen Brain AFK gewesen. Guck mal, vielleicht haben sie doch gepatcht, aber... Ich weiß nicht. Boah. Hier haben wir zum Beispiel den Aston Martin. Der ist ein bisschen frischer. Der ist von 2018. Und da sieht man auch direkt, dass der anders aussieht im Vergleich. Irgendwie, ne, grafisch. Weil da einfach der Scan viel frischer ist wahrscheinlich. Ne, da ein bisschen mehr Detail an den Scheinwerfer ist zu sehen. Spiegelung ist ein bisschen besser, finde ich, als bei den anderen Autos. Die Felgen und so sieht auch ein bisschen besser aus. Da merkst du einfach, ja, da ist was passiert. Das ist nicht derselbe Scan wie damals bei TDU 2 oder so. Auch hier, da, diese Noppendinger da oder was das ist im Auspuff. Und so, sieht schon ganz wild aus. Also auf jeden Fall, finde ich, sieht das bei ihm besser aus als bei den anderen Autos. Können wir mal kurz Soundcheck machen. Aber ich meine, ist das nicht so eine E-Tralle? Der Innenraum geht ja gar nicht. Oh Gott, meine Augen, ey. Oh. Oh, ey, da müssen wir mal eben raus mit, oder? Boah. Also ich sage ja, soundtechnisch haben die viele Autos sehr geil gemacht, aber auch die Umgebungsgeräusche in der Stadt und so weiter sind echt heftig. In der Natur oder auch in der Disco. Wobei es für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr hallen könnte in den Häuserschluchten. Oh. Ja gut, oh, okay. Ja, Schadensmodell können wir gerade mal angucken, wenn er schon soweit ist. Ne? Auch hier hieß auch wieder also wirklich, die müssen irgendwie an den Spiegelungen ändern und so, arbeiten und so weiter. Ja, das Schadensmodell ist jetzt nicht weniger, glaube ich, als in einem Forza. Da tut sich echt nicht mehr viel. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich die Stoßstangen lösen können bei den Autos. Teilweise, also nicht komplett, aber die hängen da so ein bisschen runter einseitig. Das ist schon mehr als in Horizon gefühlt. Aber ja, Schadensmodell ist jetzt nicht so vorhanden, aber ja, macht irgendwie kaum noch einer heutzutage. Need for Speed hat da eigentlich so das beste Schadensmodell, da geht da noch einiges kaputt am Auto. Aber ein Horizon 1 kommt jetzt auch nicht mehr ran, oder ja gut, BMG ist ja auch nochmal was anderes, das sind ja nicht mal lizenzierte Autos. Aber ja. Mal Fenster hoch, runter hier. Aber hier, seht ihr, da verschwinden wieder Autos und so teilweise. Also das Spiel hat noch Probleme. Auch was da im Spiegel abgeht, sieht ein bisschen eigenartig aus. Ne? Muss man nichts zu sagen. Also, boah, zu tun haben sie noch einiges, was Polieren angeht und so weiter. Da wieder Autos verschwunden. Hat sich gerade kurz angehört wie Star Wars hier. I am dead. Oh, guck mal, da steht ein Chiron einfach da hinten, aber ist jetzt in der Demo auch nicht da. Bruh. Ja, schade. Kann man halt... Guck mal hier. Ach du Schande, habt ihr das gesehen gerade? Musste erstmal reingeladen werden. Hilfe. Ja. Ja, die Performance stimmt halt noch nicht. Da muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Aber die FPS sind wenigstens teilweise stabil mittlerweile auch. Werden es manche einfach nicht mal über die 100 schaffen. Aber auch das ist wieder ein Performance-Problem, was behoben werden kann und wird hoffentlich. Aber ja, schade. Der Königseck steht halt immer noch nicht hier. Ist ein bisschen doof. Stehen nur dieselben Autos. Aber hier natürlich, das ist ein Auto, da hat jeder Bock drauf wahrscheinlich. Nissan GT-R. Das ist natürlich auch ein geiler Teil. Auch wenn der wahrscheinlich, ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich auch noch aus TDU 2 Zeiten, so wie der aussieht. Da fehlt auch jegliches feinere Detail, dieses klare und so, was man aus Horizon oder so kennt. Ich glaube, der ist auch aus TDU 2. Das erkennt man vor allem immer an den Scheinwerfern, weil da die Details fehlen. Aber auch die Reifen und so wirken... Einfach diese Farbpaletten, die die Autos teilweise haben und so, die wirken halt wirklich wie aus Test Drive 2, Test Drive Unlimited 2.
Und ja, das ist das große Problem, glaube ich, was auch viele sehen. Die sehen halt diese relativ gubbeligen Autos und denken sich, ja, bruh, Grafik ey, wie 2000 irgendwas. Und da kann der Rest draußen dann, weil je nach Lichtstimmung genauso geil aussehen wie auch, ne, egal wie geil das aussieht, es ist einfach, das Auto ist eigentlich irgendwo am wichtigsten teilweise. Und wenn es das nicht hinkriegt, dann ist das scheiße gelaufen. Ja, ja, der hört sich echt wild an. Da können wir mal auch mal einmal aufs Gas drücken. Was ist denn da? Alter, wow. Pam, pam. Also das ist ja mal nice, ne? Ah! Oh, uff. Ja, was ich vorhin zur Performance sagen wollte, hier ist ja fast alles zerstörbar, ne? Also wirklich alles kannst du hier kaputt fahren. Es gab irgendwo sogar so ganz kleine Holzpöllerchen, ne, die so einen Fahrbahnrand markiert haben oder so einen Gehwegrand. Ey, da war jedes einzeln zerstörbar. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber Alter, das wird ja alles, das muss ja alles jedes Mal reingeladen werden beim Chunk und so, deswegen verstehe ich, warum die hier noch Probleme mit der Performance haben und das im Griff kriegen müssen. Also die haben sich hier ein bisschen übertrieben, glaube ich, teilweise. Hier ist sehr viel Details. Alles ist zerstörbar, ne? Überall irgendwelche Werbeplakate und so ein Gedöns. Ja, im Grunde sahen die ja genau wie die Dinger hier fast. Ja. Obwohl, ne, das ist wieder was anderes, aber ja, schon sehr heftig. Ja, auch hier. Und hier müsste man halt gucken, dass man vielleicht irgendwie Menschen hier hinkriegt, aber man muss halt auch gucken, wie macht man das? Einfach um das lebendiger wirken zu lassen, wie macht man das halt, weil das Spiel wird wahrscheinlich sowieso ab 18 sein, ne? Wegen dem Casino-Gedöns und so weiter. Bin ich mal gespannt, wie das da abläuft. Oder auch hier alles voll mit Klamotten, also wow. Soll mir mal einer erzählen, es gibt in der Stadt nichts, es wäre alles leer und so, ist ja kompletter Quatsch. Ja, man muss halt gucken, wie macht man das, weil man kann halt jetzt schlecht die Leute so da reinmachen, dass man die überfahren kann. Das funktioniert, glaube ich, eher weniger, ist ja kein GTA, auch wenn es irgendwie lustig wäre, aber ja, man könnte es halt machen wie ein Anbauen, dass die Leute einfach immer ausweichen oder weggeschoben werden, so, ne. Ich meine, das ist alles nicht so realistisch, aber muss es auch nicht. Es soll ja nur dem Zweck dienen, einfach die Stadt lebendiger zu halten. Ist ja bei so Crew 2 genauso. Da kann man, glaube ich, dann auch schon mal drüber hinwegsehen, dass man die halt, wenn man sie trifft, irgendwie, dass sie einfach nur weggeschoben werden oder so. Ne, aber ob das so möglich ist, keine Ahnung. Ne? Ist natürlich auch wieder ein bisschen Programmierarbeit. Nettes Beinwerk, um die da so rumlatschen zu lassen. Das kann man jetzt auch nicht sagen, ja, wir nehmen jetzt hier die NPCs und lassen die draußen rumlaufen. Zumal das auch dann wieder extra auf die Performance geht, ne? Also geht alles nicht so einfach. So, ja, schön, ey. Ich würde jetzt echt gerne mal so einen Hypercar fahren, Hypercar. Aber ja, leider stehen die hier nicht rum. Sie sollten eigentlich hier stehen, aber sie tun es nicht. Es sind jetzt leider einfach keine Autos, die ich euch noch zeigen kann. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video, sollte das jetzt vor Ende der Demo nochmal irgendwie einen Patch kriegen, dass man die Test fahren kann. Im Moment geht's halt leider nicht. Wir können aber gerne nochmal bei dem Offroad-Händler reingehen. Das interessiert bestimmt auch einige. Da habe ich mir zum Beispiel die G-Klasse geholt hier. Wir haben hier zum Beispiel den Audi. Ein sehr seltenes Auto heutzutage in Videospielen, der Q7. Nicht Audi selbst, aber Q7 zum Beispiel. Aber der ist, glaube ich, auch aus TDU2-Zeiten. Ne? Da ist auch nicht so viel Detail in den Scheinwerfern vorhanden und so weiter. Ich weiß gar nicht, was für ein Baujahr der ist, aber der müsste ja ungefähr aus der Zeitspanne stammen, glaube ich. Ja, der ist 2009. Oder hier haben wir noch einen Porsche. Ne? Oder hier der soll wohl ziemlich OP sein, aber der sieht halt auch irgendwie sehr eigenartig aus. Ne, du Penisnase. Alter, ist das laut.
So, ich hab mal den Chat ausgemacht, bruh. Das ist halt überkomisch, ne? LOL. Ja, ich mach Chat wieder aus, bruh. Das ist komisch, wenn du das vergisst, ne? Du laberst hier so als YouTuber oder was? Alter, die Leute kommen in den Laden und hören dich da labern und labern und labern und die denken, oh, ist der doof oder was? Einfach Selbstgespräche. Ja, aber gehen wir mal zum Beispiel in den Audi rein hier. Hui. Sieht aber auch ganz schön grell aus hier. Wow. Ja, auch wunderbar. Ach ja. Also soundtechnisch haben sie echt teilweise gut einen rausgerissen. Oh, hier der zum Beispiel. Obwohl, jetzt geht's. Ja, aber gut, der Drehzahlbegrenzer, der könnte schon ein bisschen mehr Sound machen, ne? Macht ja gar nichts. Da können wir ja eigentlich mal so ein bisschen auf Lost-Basis. Was ist mit dem Büschen los? Ja, keine Ahnung. Aber ja, hier auch sieht man, ne, der Wagen ist auch grafisch wieder oldschool. Das sieht man auch an den Blinkern einfach. Das ist halt nicht so klar wie bei anderen Autos. Weil mich stört es jetzt nicht extrem, ne? Also das ist etwas, wenn man weiß, warum, wenn man die Hintergrundinfos hat, kann man erstmal mit leben. Man hofft aber natürlich inständig, ich auch, ich gehöre da genauso zu, dass das sich irgendwann noch ändert, dass sie die Fahrzeugmodelle überarbeiten und da irgendwann dann so ein High-Texture 4K irgendwann Patch gibt oder so, keine Ahnung. Aber wow, guck mal hier. Okay. War jetzt aber auch anders geplant, aber egal. Ich will einfach nur ein bisschen hier Offroad. Oh nein! Oh. Ja, ist Offroad, ne? Also was erwartest du? Wollen wir mal testen hier den Audi, ne? So. Der ist sehr müde, der Wagen, ne? Aber egal, wir können auch auf der Seite darunter, ist ja gar kein Problem. Und wie war Ihre Testfahrt? Ja, erfolgreich. Alter, wo ist dein Auto? Ja, da unten im Wald, ne? Ist ja ein Offroader gewesen, immerhin. Aber ja, soundtechnisch war jetzt eigentlich auch okay, ne? Aber man sieht auch hier, der sieht jetzt nicht so schlimm aus an manchen Stellen, aber es ist doch, okay, doch, jetzt sieht teilweise echt komisch aus, aber der ist wohl auch noch aus Tedio 2. Das sind sehr viele Modelle. Dann haben wir den Porsche hier zum direkten Vergleich. Der ist von 2018. Ne, der sieht jetzt vorne jetzt auch nicht viel besser aus. Aber man sieht doch, der hat ein bisschen mehr Detail. Ne, allein schon an den Scheinwerfern sieht man so kleinere, feine Sachen, ne, Feinheiten. Und dann merkst du einfach, das ist einfach ein frischerer Scan als der Audi, weil der jetzt auch wieder einfach aus Tedio 2 wahrscheinlich ist, oder... Ich hab verdammt Augen, keine Ahnung. Jetzt könnten wir eigentlich auch uns mal reinsetzen in den Kübel hier. Am besten ist, sind ja die NPCs, die damit rumfahren. Die sind teilweise so tief gelegt, du denkst, das ist direkt aus Need for Speed. Ich finde die sowieso lustig, die KI. Ihr müsst mal darauf achten. Guck mal, die haben teilweise Physik wie unsere Autos. Dann richtig durchdrehende Reifen. Ja, das ist mal eine ganz eigenartige KI. Die verhalten sich fast wie die echten Autos, die man selber hier fährt. Die haben Respin und alles und auch Sound. Ja, habt ihr das gehört? Das ist krass. Also... Ja, der ist zwar jetzt gedespawnt. An was? Ich habe weggeguckt und der Wagen war weg. An welches Spiel erinnert euch dieser Bug? Dass wenn man sich kurz, wenn man kurz nach hinten guckt und dann wieder nach vorne sind auf einmal Gegenstände oder so weg. Das ist einfach 1:1 der Cyberpunk-Bug, ne? Wisst ihr noch? Falls ihr das mal gespielt habt oder euch da Videos zu angeguckt habt. Alter, vor dir laufen Leute, du guckst nach hinten, guckst nach vorne, sind die Leute weg und hier ist dann ungefähr so mit den Autos manchmal. Ey, völlig durchgeknallt. Ah! Aber man merkt wieder, ja, das Spiel hat noch ein paar Probleme. Aber ja. So, jetzt sind wir so extrem auf Sound und Grafik eingegangen. Das sind ja wirklich so die wichtigsten Sachen. Viel mehr kann ich euch da jetzt in der Hinsicht, glaube ich, auch gar nicht zeigen. Ich meine, es gibt, glaube ich, noch einen deutschen Autohändler, wo ich den Mercedes geholt habe. Da könnten wir eigentlich auch noch mal rein. Ja, was jetzt vor kurzem noch komisch war, Warteschlangen sind aufgetreten. Wenn man ins Spiel rein wollte, was ich ja ganz komisch finde, hier, der ist halt natürlich auch ein bisschen
neuer. Dementsprechend frisch ist der Scan, der ist von 2021. Ne, und da sieht man auch wieder, auch hier an den Scheinwerfern. Guck mal hier, warum ändert sich das? Guck mal, ist auch wieder eigenartig, ne? Aber ja, es sind halt so kleine Fehler noch. Aber ich finde, hier kann man den Vergleich eigentlich am besten machen. Der sieht auf jeden Fall ganz okay aus, soweit. Und jetzt achtet mal gleich, beste Beispiel in dem ganzen Spiel, habe ich euch am Anfang schon gezeigt. Da, der Mercedes, der ist einfach auch so hart aus TDU 1 oder 2 da. Das sieht man einfach sofort an den Scheinwerfern, dass der Wagen hier irgendwie rüber importiert ist. Auch die Spiegelung und so weiter. Wie unscharf die teilweise aussehen. Also da frage ich mich wirklich, was da los ist. Mit Klarglas hat das nichts zu tun. Also, der ist auf jeden Fall aus TDO 2. Dann haben wir hier nochmal einen Porsche, der ist auch wieder ein bisschen neuer. Wir können jetzt ja hier nicht so richtig ranzoomen. Ah ja. Der hat auch wieder ein bisschen mehr Detail als die anderen. Also ich sag mal so, grafisch sind die Autos nicht top wie in einem Horizon oder so. Alle nicht. Aber die neueren sehen immer noch besser aus als die alten Dinger da. Ne? Also muss man mal abwarten, ob sie das irgendwie nochmal geregelt kriegen irgendwann. Aber ehrlich gesagt stört mich das jetzt nicht so hardcore, ne? Aber muss man erstmal abwarten. Es kann halt auch wirklich sein, dass das an der Demo liegt und dass sie da aktuell noch an den ganzen Grafiksachen von den Autos selbst arbeiten, ne? Wie das aussieht und so. Da muss man einfach mal abwarten. Da kann man einfach im Moment noch kein endgültiges Fazit zu abgeben. Ist leider so. Ne? Und ja. Ansonsten, content-technisch und so weiter in der Demo jetzt nicht so viel zu tun. Auch für Vorbesteller werden die meisten Sachen erst von Level 12 bis hin zu 20 freigeschaltet, was ich jetzt nicht schlimm finde, weil man muss nicht unbedingt sofort zum Release am Anfang irgendwie alles auf einmal freigeschaltet haben und so weiter. Vor allem geht das eh sehr schnell, also Level 20 wird man so schnell erreicht haben, das ist schon fast wild. Ich hoffe, dass das länger dauert am Ende, weil wenn man mein Level 60 einfach nur dreimal so lange dauert wie Level 20, dann ist das Spiel an einem Tag gefüllt durch oder zwei. Performance, man merkt aber auch wirklich, im Hintergrund hat man so ein bisschen die Ruckler und so weiter. Auch wenn der Vordergrund mehr flüssig aussieht, hat Drift in einer Gesamtstrecke von 200 Metern. Also kleinere Challenges hat man hier halt auch, die man machen kann, ne, weil jetzt insgesamt 200 Meter driften. Irgendwie, obwohl ich irgendwie so komisch rumgeschlendert bin. Du kannst halt hier verschiedene Rennen fahren und so weiter und so fort. Wenn du die mit Level 12 freigeschaltet hast, hier diese Clubs, kannst du dir einen aussuchen und beitreten. Da kannst du dann deine Einflussstufe erhöhen und dann diese Leute, die du hier siehst, herausfordern. Und es wird dann auch Events geben, wo Sharps gegen Streets antreten und so weiter. Und das bessere Team hat dann irgendwie EP-Bonus und solche Geschichten alle. Da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Dann gibt es halt, wie gesagt, diese ganzen Blitzer hier. Tunglo One Drive zum Beispiel, so eine Blitzerzone. Beziehungsweise einfach nur ein Blitzerzone habe ich jetzt noch nicht gesehen, wo man irgendwie auf einem bestimmten Streckenabschnitt eine gewisse Geschwindigkeit halten muss oder so. Aber man hat auch schon Sprünge gesehen, beziehungsweise Rampen, wo steht Go Faster und so Sachen. Da wird es wahrscheinlich auch in Zukunft Sachen geben, dass man hier und so viel Meter springen muss, wie man das aus Horizon kennt. Und ja, damit wird man dann sein Geld machen, Autos und so weiter früher oder später alle freischalten. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wir haben jetzt einige Sachen angesprochen, wie gesagt, content-technisch und so, da hat man jetzt halt nur so eine kleine Prise bekommen. Ne, über Grafik haben wir uns jetzt ausgekotzt, über Sound haben wir gesprochen. Wie gesagt, das Ganze wird wahrscheinlich noch gepolished, da muss man einfach mal abwarten, was uns da in Zukunft erwartet. Und wenn es dann irgendwie kritisch immer noch ist, dann kann man natürlich schon eher sagen, ja, das ist vielleicht irgendwie kacke. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe es schon mal gesagt, aber es ist eine stabile Arbeit, die sie hier hingelegt haben bis jetzt. Und ja, lassen wir sie mal weiter kochen, lassen wir sie mal polieren, gucken, wie es zum Release dann ist. Ne? Ob sie da hier und da die Makel, die uns jetzt so auffallen, extrem behoben haben oder ob sie vielleicht was dazu sagen, dass sie daran arbeiten. Und das ist dann, lol, der fährt da einfach alles Zäune um. Dass da in Zukunft auf jeden Fall irgendwas geupdatet wird. Lol. Upsala. Haben wir ein bisschen komisch gefahren hier.
Aber ich glaube wirklich, die Autos sind momentan noch das größte Hindernis grafisch, aber ja. Es kann nur besser werden, hoffen wir mal. Wenn nicht, dann ist das halt so. Dann kann man auch am Ende sagen, ja, das war wohl nix. Aber im Moment sollte man da einfach noch ein bisschen abwarten und denen auch die Möglichkeit geben, es besser zu machen. Anstatt da einfach nur rumzuflamen die ganze Zeit und das Spiel von vornherein zu verteufeln. Aber naja. Ich glaube, wenn wir da anfangen würden, die Spiele zu vergleichen, jedes hat so seine Mankos und Probleme. Ein The Crew Motorfest ist absolut unperfekt, ein Horizon 5 ist absolut unperfekt, ein Test Drive ist absolut unperfekt in den Augen mancher Leute. So sind's halt, so ist das einfach allgemein, Meinungen sind halt verschieden. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Vor allem, wenn man Content Creator ist, sollte man da vorsichtig sein und das Spiel nicht verurteilen, bevor es überhaupt rausgekommen ist und so weiter und so fort. Und auch nicht immer die Messlatte anderer Spiele nutzen, um das da mit zu vergleichen ist. Weil in meinen Augen ist Test Drive einfach was ganz anderes als in The Crew und Forza. Ne, Forza ist einfach so ein Massenabfertigungsprodukt, wo wirklich dir alles hinterhergeschmissen wird. In The Crew, da weiß ich nicht, das spiele ich nicht so oft, da musst du sehr viel rumgrinden teilweise für irgendwelche Tuning-Karten und so weiter. Ne? Ich sag ja, jedes Spiel ist anders und Test Drive geht da halt einen anderen Weg. Und da muss man erstmal gucken, wie sich das entwickelt in Zukunft. Was dann den Always Online, Always Online, das ist halt eine andere Sache nochmal, wo viele einfach keinen Bock drauf haben, daran lässt sich halt auch nichts ändern. Das finde ich genauso scheiße. Always Online ist wirklich der größte Schmutz, weil sobald ein Server rumschwackt, kannst du keine Rennen mehr fahren oder wenn du richtig Pech hast, kannst du gar nicht mehr spielen und wenn die Entwickler keinen Bock mehr haben und pleite gehen oder so, ne, dann ist das Spiel auf einmal auch wieder weg und ja, Always Online ist einfach große Kacke und ja, da hätten die Entwickler von Anfang an anders aufbauen sollen, sodass das Spiel auch offline spielbar ist, aber ja. Das lässt sich leider nicht ändern, der Kritikpunkt, und der wird uns auch in Zukunft noch oft verfolgen bei anderen Spielen, denke ich mal, weil das wird wohl immer mehr und mehr, habe ich so irgendwie das Gefühl, vor allem bei Rennspielen. Und ja, und was auch weg kann, ist hier Parking Lane, danke. Also das ist so unnötig, das ist... Oder guckt euch mal die Linie an sich an, die ist animiert, ne? Warum ist die animiert? Also das frisst doch auch unnötig Performance, finde ich, ne? Also die könnte man meiner Meinung nach stillstehen lassen. Also ich weiß nicht, wie das in Hongkong wirklich ist, aber ich finde die unnötig, ehrlich gesagt, dass die sich hier bewegt. Also das frisst nur unnötig ein bisschen Performance. Das kann ruhig weg. Das brauchen wir nicht unbedingt. Also mir ist das vorher gar nicht so richtig aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber diese schwebende Parking Lane und dass die Linie sich hier allgemein irgendwie bewegt, das ist, ja... nichts, was vonnöten ist, glaube ich. Naja, so, das war es dann auch erstmal mit dem Live-Teil, sag ich mal, ne? Ja, wir haben jetzt über einiges geredet und ich glaube, wir sind uns alle einig, da muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden, aber ein Totalschaden ist es nicht. Ich finde dafür, dass die wirklich, ne, so wenige Mittel hatten und allgemein ein kleines Team sind, haben sie da echt was auf die Beine gestellt. In meinen Augen einfach eine grundsolide Plattform, wesentlich besser als andere große Namen mit dem Spruch Build from the ground up und so weiter, ne? Also ich denke mal, da können die gut drauf aufbauen und wenn sie die Wünsche der Community berücksichtigen, denke ich, wird sich das Spiel in Zukunft zu einem richtigen Kracher entwickeln noch, zumindest auf jeden Fall die Herzen der Fans, die auch jetzt noch zu dem Titel stehen und da nicht einfach hingehen und rumflame und so weiter, ja, die werden bestimmt noch glücklich in Zukunft, aber warten wir es mal ab, ne? Es ist wie immer ungewiss, es kann nach vorne gehen, es kann aber auch nach hinten losgehen. Es wird auch sicherlich ne, nicht so glimpflich davonkommen, was Bewertung angeht und so weiter, weil manche haben sich ja jetzt quasi schon darauf eingeschossen, dass sie dem Spiel einfach eine schlechte Bewertung geben werden. Hier seid ihr aber gut aufgehoben, wie gesagt, ich gebe
jedem Spiel die Chance, sich zu entwickeln. Das war ja bei Unbound auch so. Ne? Bei Unbound habe ich auch immer gesagt, das und das alles absoluter Müll. Manche haben mich schon als absoluten Need for Speed Unbound-Hater dargestellt, weil sie es einfach nicht verstanden haben, wie ich meine Videos mache. Ich übe Kritik, bleibe aber fair. Ich habe Unbound auch früher schon gesagt, da und das ist echt gut. Und jetzt hat es sich auch sehr prima entwickelt und hat auch dementsprechend mein Lob gekriegt und alles. Und ich habe es auch quasi wieder empfohlen, euch das mal wieder zu spielen, weil die Updates wirklich gut waren. Und ich meine, so soll es bleiben. Man soll Spiele nicht, weil man irgendwie Vorteile sich erhofft oder so gut reden oder weil man ein Partner ist, ja, mit irgendwelchen Games. Man soll sie aber auch nicht schlecht reden, weil sie Konkurrenz für irgendwas sind oder sonst was. Ihr wisst, was ich meine. Also man muss schon irgendwo neutral bleiben, vor allem bei einem Spiel, das noch nicht released ist und jetzt bei so Neueinsteigern, da lasse ich sogar noch ein bisschen mehr Gnade walten in der Kritik so, aber ja. Wenn es am Ende kacke ist, werdet ihr von mir auch nichts anderes hören, als dass, ja, es nicht gut gelaufen ist und eher weniger der Kracher war dann am Ende. Ne? Aber da müssen wir echt mal noch warten, wie sich das auch nach dem Release in den Folgemonaten dann entwickelt. Aber ja, wenn ihr da bei mir seid, lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu unterstützen, denn ich mache jetzt Feierabend. Wir haben jetzt eine Stunde hier über Test Drive geredet. Ich denke mal, jetzt sollte jeder auch so endlich mal ein Bild darüber haben. Und ja, ich bin raus. Bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.